Heute reden wir über den höchsten und längsten Dive Coaster in ganz Europa und was daran so besonders ist, wie die Fahrt ist und was ihr vor eurer Fahrt auf jeden Fall beachten müsst. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Magazin und einem neuen Video meinerseits und dem Review zu Valkyria in Liseberg, ein Dive Coaster der Firma B&M. Und diese Tauchachterbahn beinhaltet als absolut wichtigsten Punkt, dass man an der höchsten Stelle der Bahn mit dem Gesicht mehr oder weniger nach unten stehen bleibt, eine fast senkrechte Strecke hinunterschaut ins Nichts und dann irgendwann losgelassen wird und dann fährt der Zug die Achterbahnstrecke ab. Quasi ist der Anfang der Achterbahn das Ende eines Freifallturms mit anschließender Achterbahnfahrt. Valkyria ist eigentlich gar nicht so neu und wir sind aber erst vor kurzem die Bahn das erste Mal gefahren. 2018 eröffnet, Hersteller B&M, Bollingen & Babillard, und dann halt der sogenannte Dive Coaster. Das Ganze befindet sich in Liseberg, das ist ein Freizeitpark im schwedischen Göteborg, den wir 2016 besucht haben, und 2018 hat dann Valkyria eröffnet. Wichtige Daten und Fakten zu der Bahn sind auf jeden Fall die Höhe von 47 Metern mit einer Abfahrt von 50 Metern, denn man fährt in ein Loch bzw. durch einen Tunnel bei Valkyria. Und die Länge von ca. 700 Metern machen Valkyria auch zum längsten Dive Coaster in Europa. Das Ganze wird mit einer Maximalgeschwindigkeit von bis zu 105 km/h absolviert und 1100 Personen pro Stunde kommen in den Genuss, Valkyria zu fahren, wenn man im Dreizugbetrieb unterwegs ist. Da vielleicht auch spannend, alle 3 Züge passen sogar komplett in die Maintenance Bay. Es gibt ein separates Werkstattgebäude, wo alle 3 Wagen hintereinander und alle 3 Züge hintereinander Platz finden und gewartet werden können. Und außerdem vielleicht spannend, wenn ihr damals unser Backstage-Video zu Helix gesehen habt. Das ist eine Achterbahn, die sich ebenfalls in Liseberg befindet. Da gab es vom Muck-Ride so einen richtig crazy Operator-Sessel. Also derjenige, der die Achterbahn bedient, sitzt in so einem crazy Space-mäßigen Sessel mit Joysticks. Und genau diesen gleichen Sessel hat man sich dann auch für Valkyria nochmal bestellt, um das dann auch so dort zu operaten, weil man da sehr von überzeugt war im Park. Im Park ist vielleicht auch ganz interessant, die Stelle, nämlich wo Valkyria sich befindet, war 2016 bei unserem Besuch noch mit einer anderen Achterbahn besetzt, und zwar Kanonen. Und Kanonen war von Intermin Amusement Rides ein hydraulisch gelaunchter Coaster, also ein hydraulischer Abschuss bei dieser Bahn, die von 2005 bis 2016 in Liseberg stand. Aber diese Bahn ist nicht für immer verschwunden, sondern hat 2023 im Lost Island Theme Park in Iowa wieder eröffnet. Da sind wir dieses Jahr sogar auf unserer Tour durch die USA, unsere erste Tour durch die USA, vorbeigefahren. Wir haben da keinen Stopp gemacht. Wir wären natürlich gerne Kanonen nochmal gefahren, aber voller Eintritt, wenig Zeit, und dann gibt es nur noch neben Kanonen, die wir ja schon kennen, einen Requiem und einen SLC, und die RMC-Achterbahn war gerade noch im Bau und hat noch nicht eröffnet. Aber damit haben wir dann nochmal einen Grund, Lost Island Theme Park zu besuchen. Das werdet ihr irgendwann hier auf dem Kanal bestimmt dann auch mal sehen. Und ihr wisst, was ihr jetzt machen müsst. Ihr abonniert den Kanal, um das Ganze jetzt zu unterstützen. Das kostet euch nichts, bringt mich aber wirklich ungemein weiter und würde mich sehr freuen. Und kurz nochmal zum Thema Dive Coaster, denn Valkyria ist ein Dive Coaster und diese Abtauchatterbahn bestechen halt damit, dass man am obersten Punkt stehen bleibt, so ein bisschen über die Kuppe schon hinweg und dann in die Tiefe schauen kann, und dann wird der Zug losgelassen und man stürzt in die Tiefe. So, das ist der USP von so einem Dive Coaster, und alles danach ist relativ egal und ein nettes Add-on. Es geht halt um diesen einen Sturz. Und Valkyria gehört zu der Narrow, also der schmalen Variante von den B&M Dive Coastern, wo 6 Personen nebeneinander sitzen, das in 3 Reihen hintereinander. Das Ganze gibt es zum Beispiel auch mit 8 Personen nebeneinander und 3 Reihen hintereinander. Es gibt auch eine Bahn, da sitzen 10 Personen nebeneinander. Wenn du da als erster am Gate bist und einsteigst, dann läufst du aber auch erstmal ein gutes Stück, bis du zu deinem Sitzplatz kommst. Und bei Valkyria bedeutet das, dass diese 3 Reihen mit A6 Personen, also 18 Personen pro Zug, und bei 3 Zügen zu einer theoretischen Kapazität von 1100 Personen pro Stunde führen, was wirklich viel ist, vor allem für so eine Art von Achterbahn. Das Rückhaltesystem besteht aus einem Over-the-Shoulder-Lap-Bar mit einer Softweste, das auch in dem Fall von Valkyria die erste lockerere Softweste, diese Gummilappen, die dann nochmal über dem Over-the-Shoulder-Lap-Bar sind,
die auch nicht nötig sind, aber vielen Normalo-Gästen in Anführungszeichen ein höheres subjektives Sicherheitsgefühl vermitteln. Das könnt ihr auch, bevor ihr fahrt, ausprobieren auf einem Testsitz, der ist vorhanden bei Valkyria. Und neben dem Testsitz, vielleicht auch noch wichtig zu wissen, fahren dürft ihr ab einer Körpergröße von 132 cm und auch ab 7 Jahren erst. Und es ist bei 195 cm Körpergröße leider auch schon wieder Schluss. Vielleicht habt ihr da ja auch schon eure Erfahrungen gemacht. Dive Coaster gibt es in Europa, aber sage und schreibe auch nur 5 Stück. Wobei ich, soweit ich das weiß, Valkyria der einzige ist mit den Over-the-Shoulder-Lap-Bars mit dieser Softweste, was viel, viel schöner und besser vom Fahrgefühl ist als die normalen ollen, starren Schulterbügel meiner Meinung nach. Und Valkyria ist der längste Dive Coaster in Europa. Um das Ganze mal kurz einzuordnen, wir machen natürlich jetzt nicht die 19 Dive Coaster, die es weltweit gibt, sondern nur die 5 Dive Coaster in Europa. Mit 700 Metern ist Valkyria der längste Dive Coaster. Der zweitlängste Dive Coaster in Europa ist Oblivion the Black Hole in Gardaland mit 566 Metern. Baron 1898 im Efteling hat 501 Meter. Krake im Heide Park Resort 476 Meter. Und Oblivion 372,5 Meter in Alton Towers, der erste Dive Coaster weltweit überhaupt. Beteiligte Firmen ist natürlich super komplex, viel Eigenleistung von Liseberg natürlich selbst, ganz viele Firmen von Betonarbeiten, Tiefbauarbeiten über Gestaltung, die natürlich hier involviert waren. Außerdem B&M Bollinger Mobiliar als Hersteller der Achterbahn, natürlich eine Firma, die wichtig ist hier zu nennen. RCS haben die Achterbahn aufgebaut und Musik kommt von Imascore, auch aus Deutschland. Und Musik ist unglaublich wichtig bei einigen Attraktionen. Das Thema. Ja, die nordische Mythologie wird hier wieder aufgegriffen, was natürlich sehr gut zu Schweden und Göteborg passt. Und Valkyria bezieht sich in der nordischen Mythologie auf die Walküre, also ein mythisches Wesen, was gefallene Krieger ins Jenseits geleitet. Und für den einen oder anderen dürfte vielleicht dieser Sturz aus 40 Metern in dieses Loch auch ein bisschen so ein Geleit ins Jenseits sein. Das Ganze ist Teil des Myths and Legends Bereichs von Liseberg, zu denen dann auch die Holzachterbahn Balder und der Gyroswing Loki gehören. Und Valkyria und Loki zusammen mit Valkyria waren auch mit so das größte Invest, was je in der Parkgeschichte getätigt wurde, und auch für Attraktionen erstmal langfristig das größte Invest, was getätigt wurde, weil danach erstmal Infrastruktur geschaffen wurde, beziehungsweise in Infrastruktur investiert wurde. Aber es gab auch dieses Jahr eine Neuheit in Liseberg, kommen wir gleich noch mal kurz zu. Denn wir bleiben noch kurz ein bisschen beim Thema von Valkyria. Von außen das Stationsgebäude, sehr schön gestaltet, so Richtung Wikinger, nordisch, kraftvoller Holzbaustil, und dann im Inneren leider so ein bisschen schlichter das Ganze. Und bei leider sind wir vielleicht auch bei dem, was bei der Fahrt so zu sehen ist. Neben diesem coolen Loch, in das man reinstürzt, was mit Wassernebel gefüllt ist, passiert eigentlich nicht viel, beziehungsweise ist man den größten Teil auf dem Betriebshof unterwegs. Und dieser Hinterhof macht es nicht so kaputt, wie man meinen würde. Und trotzdem, wie alles in Liseberg aufgebaut ist und dass nicht alles so immersive Themenwelten sind, sondern wirklich einfach nur schön und liebevoll gemacht ist, sieht es einfach alles geil aus. Und es ist einfach ein wunderschöner Park. Guckt euch gerne den Vlog von uns an, wie wir durch Liseberg gelaufen sind bei unfassbar schlechtem Wetter. Und trotzdem habe ich da auch in den Kommentaren von vielen von euch gelesen, dass ihr das total schön findet da. Und das ist es auch. Und stellt euch das jetzt mal bei gutem Wetter vor. Und es braucht nicht immer die krass immersive Themenwelt, sondern einfach ein bisschen Liebe und ein paar kleine Details, und schon sieht das Ganze gut aus. Wichtig für viele ist natürlich auch die Fahrt, und dahin zu kommen könnte erstmal ein Hindernis sein. Darüber reden wir dann gleich nochmal, wie ihr es schafft, Valkyria richtig zu fahren. Aber wenn ihr alle Bedingungen erfüllt, um mitfahren zu dürfen, geht es dann auch in den Zug. Alles ist fein, der Bügel ist geschlossen, der Gurt steckt drin, die Gates öffnen sich und der Zug startet gerade aus der Station raus direkt auf den Kettenlift, und der Kettenlift bringt den Zug auf den höchsten Punkt, und zwar auf diese angesprochenen 47 Metern Höhe. Und oben angekommen gibt es dann erstmal eine 90 Grad Rechtskurve, und wir haben einen wunderbaren Blick über das schwedische Göteborg. Bis der Kipppunkt kommt, dann kann man sich so ein bisschen darauf fokussieren, entweder sich Liseberg von oben anzugucken, weil man einen sehr großen Teil des Parks von dort einmal komplett sieht, oder man schaut nach unten in die Tiefe, ins Nichts, beziehungsweise in dieses wassernebelgefüllte Loch, aka Tunnel. Der Tunnel übrigens
es auch super aufwendig, super kostenintensiv bei Valkyria und unter anderem, weil Grundwasser eindringen könnte und das muss natürlich vermieden werden. Da hört das mit dem Dive Coaster irgendwann auch wieder auf. Ja, und dann kommt der Punkte und man stürzt in die Tiefe und das 50 Meter nach unten und durch diesen Tunnel. Das ist ein super cooler Effekt. Aus dem Tunnel heraus geht es auch direkt in die erste von 3 Inversionen und die sogenannten Inversionen sind Über-Kopf-Elemente bei Achterbahnen. Und diese erste Inversion ist der Immelmann. Kennt der eine oder andere vielleicht aus dem Kunstflug und wir steigen quasi hoch in einen halben Looping, der dann seitlich rausdreht. So kann man sich das ein bisschen vorstellen und Valkyria macht das Ganze, stürzt dann wieder in die Tiefe und das Richtung eines kleinen Flusses, der quer durch den Park geht, beziehungsweise parallel zu der Brücke, die dort drüber führt und man als Gast einen sehr nahen, spannenden Blick auf die Achterbahn und die Fahrenden hat. Danach geht es wieder ein Stück nach oben und das in einer überneigten Rechtskurve, die um 90 Grad um die Ecke geht quasi. Und dann bewegen wir uns auch schon auf den Hinterhof und dort auch in die nächste Inversion und zwar in eine sogenannte Zero-G-Roll. Also eine schwerelose Rolle, die der Zug vollführt. Sehr cooles Element und das führt uns quasi in die letzte Ecke. Es geht so Richtung Hotel Curiosa von Liseberg, wo wir auch übernachtet haben. Auch dazu gibt es einen Blog hier. Und dann in eine rechtsdrehende Helix. Und diese Helix war von 2018 dann quasi erstmal leer und wurde dieses Jahr mit einer Neuheit gefüllt und zwar dem Huss Breakdance 5. Huss Park Attractions hat den Breakdance weiterentwickelt in die neueste Generation und den Breakdance 5 Kraftwerk in Liseberg installiert und dieses Jahr eröffnet. Auch da waren wir natürlich und wir waren eigentlich nur deswegen vor Ort und deswegen gibt es auch hier nochmal mein Review zu Kraftwerk in Liseberg und dem Breakdance 5 mit allen wichtigen Details und Informationen zum Breakdance 5. Guckt da gerne mal rein, außer ihr seid komplett der verkopfte Kirmes-Nerd und akzeptiert nicht, dass sich Dinge weiterentwickeln. Dann ist das nichts für euch, so wie das in den Kommentaren unter dem Video auf jeden Fall aussieht. In der Zeit fahren wir mit Valkyria wieder zurück auf den Hof und auf dem Betriebshof gibt es dann eine Linkskurve und die führt uns in die dritte und letzte Inversion in eine Hardline Roll und diese Herzlinienrolle bringt uns dann mit einer Rechtskurve in den Brake Run, in die Schlussbremse und da haben wir auch links die wirklich von außen schön gestaltete Station und rechts sehr zweckmäßig dann den Wartungsbereich, wo die 3 Züge, wie gesagt, reinpassen, die da seitlich rübergeschoben werden können. Da geht es noch ein Stück geradeaus, da gibt es eine fast 180-Grad-Kurve, die führt einen dann wieder in die Station und da sieht man vielleicht noch die letzten einsteigen oder die nächsten fahren schon raus und man fährt durch, je nachdem, wie das Ganze gerade läuft. Also auch wenn nicht viel gestaltet wurde, ist es eine sehr, sehr schöne Attraktion. Ein richtig cooles Thema, was sehr gut zum Park, aber auch zum Themenbereich oder auch dem ganzen Land einfach passt. Die Fahrt ist extrem gut. Die ist super smooth, so wie es eigentlich sein sollte und wie man es mal vielleicht vom B&M gewohnt war und oder ist, je nachdem, welche Bahn man so fährt. Tolles Spiel mit den Kräften. Es gibt sogar Airtime. Sehr, sehr spannendes, cooles und wirklich gut durchdachtes Layout, was auf einem relativ kleinen Footprint doch viel Abwechslung bietet und man viel unterwegs ist und nicht nur auf so einem Bierdeckel sich dreht und da irgendwie ein Layout drauf gequetscht wurde. 1A Coaster, einfach gut. Valkyria, bitte mehr davon. Solche Achterbahnen sind richtig gut, machen richtig Spaß, können wir gerne mehr von gebrauchen, vor allem auch hier in Europa. Aber ganz wichtig jetzt noch Valkyrias Taschenaufbewahrung. Und das ist was Besonderes. Und vor allem ist es das erste Mal, dass es in Liseberg so gemacht wird. Und auch für Europa ist das Ganze doch noch ein bisschen außergewöhnlich. Denn es darf nichts mit in die Station genommen werden. So fast nichts. Also ihr könnt euer Handy, euer Portemonnaie, wenn es in eine abschließbare Tasche geht, dann könnt ihr das dabei haben. Aber an sich bleibt alles zurück in einem Schließfach. Also auch kleine Fannybags. Sowas hier geht nicht. Auch ein bisschen schwierig, weil dann so Kisten in der Station sind, wo Leute ihre Schuhe reinstopfen, aber das geht dann wieder nicht. Und ihr müsst dann einen Locker euch nehmen. Ein Schließfach befindet sich auch dann im Shop, im Ausgangsshop von Valkyria, wo es sehr gut Merch gibt und auch die On-Ride-Fotos, die gemacht werden. Es wird natürlich unterwegs auch ein On-Ride-Foto geschossen und dort sind auch die Schließfächer und dann müsst ihr euch ein kostenpflichtiges Schließfach nehmen. Was jetzt erstmal ein bisschen wild klingt,
aber das Schließfach bekommt ihr für 5 schwedische Kronen für maximal 2 Stunden und 5 schwedische Kronen sind 43 Cent. Alles vollkommen im Rahmen, vielleicht ein bisschen aufwendiger, muss aber auch ein bisschen so geregelt werden, weil diese Parkstrukturen, wie diese Parks funktionieren und wie das da funktioniert, geht es vielleicht nicht anders. Also alles fein. Solltet ihr aber diese 2 Stunden überschreiten, müsst ihr extra zahlen. Und zwar 80 Kronen nochmal extra, was so 7 Euro sind. Also solltet ihr tunlichst darauf achten, dass ihr jetzt nicht einfach euer Zeug für den ganzen Tag da einschließt und dann ist gut, sondern es echt nur für die Fahrt macht. Und eigentlich sind solche Schließfächer auch dann damit gekoppelt, wie lange die Wartezeiten sind. Die sollten aber wahrscheinlich bei Valkyria niemals die 2 Stunden reißen, sonst wäre das wahrscheinlich nicht so gedeckelt. Denke ich mal. Kenne ich halt sonst anders. Zum Beispiel bei Universal ist dann die kostenlose Nutzung des Schließfaches dynamisch daran gekoppelt, wie hoch sind bei entsprechenden Attraktionen die Wartezeiten, zu denen diese Schließfächer gehören. Das ist eine andere Geschichte, über der... Was soll das? Über die wir auch schon in verschiedensten Videos gesprochen haben. Digga, das macht absolut keinen Sinn. Danke, Smallrick. In der Zeit, wo ich dieses Lichtproblem fixe, eure Meinung zu Valkyria gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video hier auf dem Right YouTube-Kanal. Was ist los mit dir?